Märklin-Gleise sind nicht ganz billige Gleise, vor allem wenn da im Schattenbahnhof viele Meter zusammenkommen. Gibt es eine billigere Alternative? Ich zeige es euch nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Richards MOBA. Heute geht es um einen Mini-Schattenbahnhof. Die letzte Woche daran gearbeitet und ich werde dann euch erzählen über meine billigere Alternative für die Märklin-Gleise. Wie die meisten Märklinisten erkennen, haben wir das alte M-Gleis, das C-Gleis und das K-Gleis. Das M-Gleis war Metall. Das K-Gleis war auch schon eine Ewigkeit da und das ist Kunststoffgleis ohne Beton. Und dann das C-Gleis oder Klickgleis hat dann, vor 20, 23 Jahren oder sowas haben die das introduziert. Pro Meter ist Märklin-Gleis eigentlich doch recht teuer. Ich habe das alles hier in meinem Buch aufgeschrieben, das erzähle ich euch dann später. Aber ich habe hier mal eine K-Weiche. Und natürlich ist die von Märklin, also das sind, ich weiß nicht, ob das zu erkennen ist, aber das sind die Pukos dabei. Das heißt dann auch, dass normalerweise nicht so viele Alternativen da sind. Ein Freund von mir hat, ich glaube vor einem Jahr, etwas an mir gezeigt, wie er das gelöst hat, und ich möchte das dann euch heute im Video zeigen. Und dafür braucht man natürlich verschiedene Sachen für H0. Zu Beginn mit Zweileitergleis, aber ich zeige dann mal, welche Materialien ich dafür benutzt habe. Danach werde ich dann zeigen, wie ich meinen Mini-Schattenbahnhof aufgebaut habe, also die Gleise, Mittelleiter, die Bekabelung und eigentlich von Anfang bis zum Ende. Und was dann noch mehr? Ja, sag doch mal. Da steht ein Zug. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Testfahrten am Ende. Aber viel Spaß beim Video, viel Spaß beim Zuschauen und ich freue mich natürlich über ein Like und einen Kommentar, wenn ihr was dazu sagen möchtet. Vor allem auch, wenn es euch gefallen hat, schreibe bitte auf, was dir gefallen hat oder was ich vielleicht auch besser machen kann. Also viel Spaß beim Zuschauen und bis bald wieder. Bevor ich jetzt anfange mit dem Bau des Mini-Schattenbahnhofes, soll ich dir zuerst meine Überlegungen zeigen. Ich bin auf der Suche gegangen nach einer billigeren Alternative, wobei die Verarbeitung einfach sein soll und meine Märklin-Züge sehr zuverlässig fahren sollen. Es hat keinen Zweck, um billige Gleise zu benutzen, die schwer zu verarbeiten sind, und um danach herauszufinden, dass die Züge immer stehen bleiben. In diesem Überblick gibt es eine ganze Menge Gleise mit verschiedener Profilhöhe, ob die mit oder ohne Beton sind, ob die geeignet sind für Märklin-Züge und ob die neu zu kaufen sind. Ich wollte Gleise ohne Beton, da die keinen Schallkörper haben. Selbstverständlich sollten die Gleise geeignet sein für meine Märklin-Züge, weil vor allem ältere Sachen eine höhere Spurkranz haben und danach auf die Kleineisen ratten können oder eine schlechtere Zuverlässigkeit haben. Meiner Meinung nach soll es vor allem in die verdeckten Bereiche gute Qualität geben. Deswegen habe ich mich entschieden, nur neue Gleise zu verarbeiten. Schließlich habe ich mich entschieden, um Tillich Standardgleise zu benutzen im unsichtbaren Bereich. Im sichtbaren Bereich werde ich verschiedene Peco-Weichen benutzen und dann Betonschwellengleis entweder von Pico oder Peco. Auch werde ich K-Gleisweichen benutzen, da Weichenumbauten nur lohnen, wenn da keine richtige Märklin-Alternative ist. Also, welche Materialien habe ich benutzt, um diese Zweileitergleisen zu verlegen und Märklin tauglich zu machen? Tillich Standard Flexgleise, Messingdraht rund 1 mm, Gleisenschneider, passende Gleisverbinder für die Übergänge von Tillich auf Märklin. Diese sind von Fleischmann mit Artikelnummer 6436. Dann Tillich Gleisverbinder mit den Artikelnummer 86102, Krause-Klammern, Modellbaupinchen für die Kurven, Gleisabstandshalter, Buchbinderleim und Sekundenkleber, Vagoklemmen Typ 221, Litze 025, Stift, Zange und ein Dremel mit 1,2 mm Bohrer. Dann habe ich angefangen, die ersten Gleise zu verlegen.
Zuerst die Verlegung der Weichen zusammen mit das Platzieren der Weichenmotoren. Danach habe ich dann schon am Arbeitstisch die Flexgleise verlötet, Löcher gebohrt und dann die Gleise verlegt. Um sicher zu sein, dass die Gleise schnurgerade liegen, habe ich mir ein U-Profil beim Baumarkt geholt. Dies ist 16 mm breit, also passt sehr gut zwischen die Schienen. Als die Gleise verlegt waren, habe ich angefangen, diese auf Märklin umzurüsten mit dem Messingmittelleiter. Das Ende, woran die Verkabelung kommen soll, habe ich auf 4 cm gebogen. Zwischen zwei Messingdrähte lasse ich eine Schwelle, also rein mit dem Dremel, aber nur nach einem Doppelcheck, ob da nicht schon was unter der Anlage ist. Oh ja, natürlich soll das Loch mittig der Schiene kommen. Selbstverständlich soll das Messingdraht an beide Enden verlegt werden. Leider habe ich diesen Draht ein wenig zu lang gelassen. Ist aber gar kein Problem. Einfach wieder rausnehmen und ein bisschen verbiegen, dann passt es danach hervorragend. Ich fühle, es wird Zeit für ein Zeitraffer. Eine Stunde Arbeit in 75 Sekunden gezeigt. Und so sieht es dann von oben aus. Die ersten 10 Streckenmeter meiner Modellbahn sind endlich da. Aber es muss noch einziges passieren, bevor ich eine Lok fahren lassen kann. Der nächste Schritt ist, um unter die Anlage zu kriechen. Die Weichenmotoren sind befestigt und du kannst jetzt auch sehen, wie schön passend die Messingdrähte sitzen im Holz. Ich biege zuerst die Messingdrähte um 90 Grad und befestige nachdem die Vago-Klemmen. Danach ist es dann sehr einfach, um alles elektronisch zu verbinden. Einfach eine Litze reinklipsen und zur Ringleitung bringen. Und dann war es einfach weiterarbeiten, um alle Kabel zu verlegen. Sowohl meine Ringleitung als auch die letzten Stücke bis zum Gleis habe ich alle festgetackert am Unterseite der Trassen. So kann ich mindestens versuchen, statt Kabelsalat alles so sauber wie möglich zu verlegen. Hey, du bist noch da. Top. Abonniere jetzt meinen Kanal und drücke auf die Glocke, sodass du immer auf dem Laufenden bleibst. Am Anfang des Videos habe ich gesagt, dass ich auch einen Preisvergleich mache für diese Gleisverlegungsmethode. In diesem Überblick siehst du die Märklin-Gleise und die bevorzugte Zweileitergleisen. Ich habe die UVP-Preise aufgeschrieben, aber die niedrigsten Preise sind da doch recht interessanter. K-Gleis kostet 15 Euro pro Meter, C-Gleis 13 Euro. Die anderen Gleise brauchen noch den Mittelleiter, also habe ich noch eine andere Tabelle. Die Messingdrähte kosten mit Verlust von 10% 1,12 Euro. Im sichtbaren Bereich werde ich dann Weichenwalter-Mittelleiter benutzen. Also im Schattenbahnhof spare ich fast 8,5 Euro pro Meter, wenn ich K-Gleise vergleiche mit Tillich Standardgleise.
Im sichtbaren Bereich ist der Unterschied doch kleiner, aber da hat es für mich dann mehr ein optischer Vorteil, da die Pokos fast verschwinden im Schotter. Dabei sind die Tillich- und Pico-Gleise wesentlich einfacher zu verlöten als K-Gleis. So, und da sind wir jetzt an der Modellbahn. Der L-Kurs ist hochgeladen, die Weichen sind alle auf gerade gestellt, die Märklin Vectron ist bereit, alles steht auf geradeaus, alles auf grün. Würden wir mal versuchen, machen wir ein bisschen Licht an und die dann auf Rangiergeschwindigkeit, so weicher, und dann mal sehen, wie das dann geht, ob meine Mittelleiterlösung richtig gegangen ist. Also alles auf geradeaus. Sehr gut. Und dann haben wir wieder zurück. Und dann versuchen wir gerade noch ein anderes Gleis. So. Dann holen wir die mal hier hin. Stellen wir die Weiche. Und da gehen wir noch einmal. Na, ja, kommt er wieder. Natürlich soll das auch einmal passieren. So. Und das waren dann die Testfahrten. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Richards MOBA. Mach's gut, bleibt gesund und bis bald wieder. Ciao.